Servus! Servus. Im heutigen Video machen wir weiter an dem Audi A3 8L Quattro. Bei dem haben wir heute noch die Drosselklappe zum Tauschen. Wir zeigen euch auch gleich warum. Der süfft nämlich ziemlich raus, das Öl. Und ich würde sagen, ich zeige euch kurz die Ersatzteile wie immer und dann fangen wir auch schon an mit dem Ausbau. Ja. Hier ist jetzt unser Ersatzteil drin, das können wir mal auspacken. Könnt ihr sehen, was wir heute austauschen. Also als erstes haben wir mal hier die Dichtung. Die wird mit ausgetauscht, das ist die AGR-Dichtung. Und hier haben wir jetzt die Drosselklappe. Das ganze Bauteil in einem mit Unterdruckdose, das sieht man, die ist vorne dran. Und das Problem ist halt, dass hier diese Dichtung undicht wird und dann verliert er ziemlich viel Öl mit der Zeit. Und hier durch die Öffnung, durch das Spiel vom AGR haben wir das Problem, da verliert er auch Öl. Aber wie gesagt, das zeigen wir euch jetzt am alten Teil. Dann machen wir uns die Motorhaube auf, dass wir auch reinschauen können. Und zwar, wenn wir hier oben drauf gehen, da sieht man das schon, hier ist alles ölig, ne? Das ist nicht schwarz, sondern das ist wirklich hier alles Öl. Und das ist unser Problem und das süfft halt wie Hölle. Unterm Auto ist alles ölig normalerweise, wir haben jetzt aber schon alles weggewaschen und deshalb möchten wir es halt austauschen. So, als erstes tun wir jetzt mal unser Ladeluftrohr lösen. Dann gehen wir unten an das AGR-Rohr. Da kommt man sehr schlecht hin. Das sind 6er Imbusschrauben, 2 Stück. Und dann kann man die 3 Schrauben vom AGR-Ventil zur Ansaugbrücke auch lösen. Also wir entfernen uns hier die Klammer. Das ist vom Ladeluftrohr. Das nehmen wir ab. Die Klammern werden wir nachher noch mit ersetzen, einfach provisorisch, weil die gern kaputt gehen. Hier die Klammer nehmen wir uns auch runter, weil wir nehmen uns jetzt hier das Rohr komplett runter. Muss man eigentlich nicht machen, aber zum Ausbauen ist es halt jetzt auch schöner zum Zeigen, wenn man das Ladeluftrohr hier runternimmt. Und das Öl kommt natürlich auch durch die Ansaugung, ne? Das ist aber mehr oder weniger normal. Da kann man jetzt auch nichts groß verändern, also das wird immer ein bisschen ölen. Das Problem ist halt, dass wenn da die Dichtung undicht wird vorne, dann züfft es halt raus. Das sieht man ja, hier sieht man jetzt auch schon, da liegt auch schon Öl drin, ne? Aber das ist halt einfach normal. Im nächsten Schritt werden wir jetzt die AGR-Leitung lösen, und zwar haben wir hier einen 6er Imbus. Wenn man sich jetzt am neuen Teil anschaut, also so ist es ja eingebaut, und hier unten auf der Rückseite sind 2 Schrauben drin. Und die werden wir uns jetzt lösen. Das kann man jetzt schlecht filmen, weil es ziemlich eng ist, das habe ich jetzt am neuen Teil gezeigt. Die lösen wir uns jetzt und dann haben wir die AGR-Leitung schon weg. Gut, und nachdem die AGR-Leitung gelöst ist, werden wir uns jetzt hier die 3 vorderen Schrauben lösen. Also sprich, wenn man jetzt von vorne drauf schaut, sind es die 3 hier. Und um die zu lösen, haben wir jetzt hier eine 5er Inbus und dann können wir uns hier die Drosselklappe ausbauen. So, jetzt ist die dritte Schraube auch locker. Jetzt kann man uns das Bauteil nach vorne wegziehen. Wir haben jetzt natürlich noch hier die Unterdruckschläuche, die müssen auch abgemacht werden, damit wir das komplett ausbauen können. Und dann können wir euch mal zeigen, wie das Teil von innen ausschaut. Das sind nur diese 2 Leitungen, die sind nur aufgesteckt, also da ist noch nichts geschraubt. Und dann können wir uns das mal vorne am Tisch genauer anschauen. So, jetzt haben wir hier mal das AGR-Gerät, bzw. die Drosselklappe. Da sieht man auch hier den ganzen Ruß drin. Das ist halt immer das Problem im AGR. Und hier, wenn man da reinschaut, da sieht man es noch besser. Also da ist richtig der ganze Dreck drin. Man könnte es jetzt auch reinigen, aber der Aufwand lohnt sich eigentlich nicht. Also da kauft man am besten gleich eine neue Drosselklappe, die sind nicht so teuer. Das Hauptproblem ist halt hier diese Dichtung, ne? Die wird undicht, die wird halt sozusagen mit der Zeit hart und stumpf. Und dann läuft da das Öl aus. Und hier an dem Loch, das sieht man es auch ganz gut, da ist auch alles Öl verschmiert, da läuft es auch aus. Und deshalb tauschen wir das heute komplett aus. Wir machen uns jetzt nicht den Aufwand, das alles sauber zu machen. Wir tauschen gleich das ganze Bauteil aus. Jetzt können wir uns das von der Seite hier auch nochmal anschauen. Also da sieht man auch, dass das alles hier verschmutzt ist innen. Das werden wir uns natürlich sauber machen, das werden wir nicht ersetzen, das ist ganz klar. Aber da sieht man halt auch mal die ganze Rußablagerung und das kommt halt alles durchs AGR, diese ganze Verschmutzung. Und das werden wir uns jetzt hier ein bisschen sauber machen und dann können wir das neue Teil wieder aufsetzen.
So, die Dichtfläche, die haben wir uns jetzt hier ein bisschen sauber gemacht. Innen brauchen wir gar nicht so viel Aufwand betreiben, weil das wird sowieso in kürzerer Zeit wieder vergammelt. Aber wichtig ist, dass die Dichtfläche hier schön sauber ist, genauso wie die untere, weil da kommt eine neue Dichtung drauf, unten auch, damit es halt einfach wieder dicht ist und dass wir da kein Ölproblem haben. So, das ist jetzt die AGR-Dichtung. Beim Schrauben ist halt das Problem immer, das Loch zu treffen, dass die Dichtung in der Position bleibt und alles fest verschrauben. Ich gehe daher, schmier ein bisschen Fett dran und dann verrutscht die Dichtung auch nicht. Natürlich nicht viel, ne, ist klar. Also nicht, dass ihr da jetzt übelst ein Fett drauf schmiert. Einfach nur, dass es ein bisschen hält, das können wir jetzt da drauflegen. Und dann verrutscht es nicht so, ne? Dann bleibt es sozusagen kleben und dann können wir uns das Teil da oben drauflegen und dann wieder schön festmachen. Dann nehmen wir hier das neue Bauteil, setzen uns das da an und werden uns erstmal oben die Schrauben festziehen. Also Newtonmeter brauchen wir da jetzt nicht, halt sage ich mal gefühlt gut festziehen, aber nicht überdrehen, ne? Weil so viel Kraft brauchen wir da nicht. Halt einfach, dass das Bauteil fest ist und nicht abfallen kann. Die Drosselklappe ist jetzt hier fest. Im nächsten Schritt werden wir wieder von der AGR-Leitung die 2 Schrauben eindrehen. Da gilt auch, also sagen wir handfest machen, ne? Nicht groß Kraft drauf bringen, damit es nicht abreißt. Und dann ist sozusagen das Teil soweit erstmal wieder verbaut. Dann werden wir uns noch die Unterdruckschläuche drauf machen und die Ansaugleitung auch wieder aufbringen. So, und für unsere Unterdruckschläuche nehmen wir uns hier ein bisschen Silikonspray her. Ja, das gute Zeug. Und dann können wir uns jetzt hier unsere Unterdruckschläuche aufbringen. Gut, dann können wir uns hier ein bisschen Silikon aufbringen, damit es schön aufrutscht. Dann können wir uns hier die Leitung wieder aufstecken. Wir haben dünne und dicke Leitung. Die dicke ist für das AGR und die dünne ist für die Drosselklappe, sogenannte Absteckklappe. So. Und schon ist die neue Drosselklappe drin. Die Drosselklappe muss nicht angelernt werden, die funktioniert so, also die ist nicht elektrisch, sondern die funktioniert halt mit Unterdruck und deswegen brauchen wir da keine elektronische Einstellung vornehmen. Wir werden uns jetzt hier das Saugrohr noch anbringen, das reinigen wir uns gerade noch ein bisschen ab, der Georg zumindest da hinten, und dann sind wir mit dem Einbau von der Drosselklappe auch schon fertig heute. Gut, das war mal das Video zur Drosselklappe. Wie man gesehen hat, das ist jetzt nicht wirklich schwierig. Das kann eigentlich jeder Ungelernte auch, also da braucht man nicht viel Wissen. Ja, wenn das bei euch auch so ausschaut oder ihr euch das mal tauschen wollt, die Ersatzteile, die habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr es selber machen. Wir bedanken uns fürs heutige Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Servus. Servus.